Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video dreht es sich um eine Opinel-Modifikation. Hier seht ihr das Opinel Outdoor und hier das Opinel Explore. Da bot sich ein Name besonders an, und zwar das Opinel Survival mit einem Augenzwinkern. Gebaut habe ich das Ganze ohne Zuhilfenahme elektrischer Geräte. Und zwar spielen die Hauptrolle ein Alurohr eines alten Stativs und ein Opinel Nummer 10. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Wie erwähnt, hatte ich noch ein altes Stativ, also ein Alurohr mit einer Wandstärke von ca. 1 mm. Ich sägte ein ca. 10,5 cm langes Stück ab, verpasste dem Teil einen etwa 9,2 cm langen Schlitz und um eine gewisse Stabilität am Griffende zu erhalten, ließ ich die letzten 13 mm unberührt. Der originale Griff des Opinels diente mir als Vorbild für die Anpassung auf die richtige Breite. Das erledigte ich mit diversen Schlüsselfeilen. Mein Plan war es, den originalen Griff im Alurohr relativ passgenau zu versenken, also blieb er zu einem Großteil auch erhalten. Der Buchengriff des ehemaligen 10er Opinels wurde also gekürzt und an den Seiten des Griffes wurde so einiges weggesägt und auch weggefeilt. Nach mehrmaligen Anpassen und ein wenig Feinarbeit war es dann soweit. Leider habe ich am Griff oben und unten etwas zu viel weggefeilt, aber mit Holzleim und einem Eisstäbchen war der Fehler schnell wieder behoben. Und hier tauchte auch schon ein alter Bekannter auf, und zwar der Lox Schnellverschluss, der ja auch bei den Opinel Neckknives zum Einsatz kam, und zwar im dritten Teil. Diesmal macht er seinen Namen alle Ehre. Er soll das hintere Griffstück verschließen. Das könnt ihr auf diesem Bild ganz gut sehen. Der Griff war mir insgesamt auch viel zu glatt, weshalb er mit diversen Schleifpapieren einen neuen, etwas schrappeligen Look erhielt. Und zu guter Letzt habe ich die Klinge nach meinem Geschmack modifiziert. Hier sieht man, dass die Klinge wie angegossen im Griffstück sitzt. Der Viroblock hat keinerlei Einschränkung, also alles ist stabil und auch voll funktionsfähig. Hier kann man noch mal sehr gut erkennen, was der Holzgriff an Materialverlust hinnehmen musste. Hier nochmal das Opinel Explore und das Outdoor und in der Mitte das Opinel Survival 9,5. Wie gesagt, mit einem Augenzwinkern zu betrachten. 9,5, deswegen, da die Klinge jetzt einen halben Zentimeter kürzer ist als vorher. Der Viroblock ist ganz clean, ich habe alle Beschriftungen entfernt und beim Schleifen habe ich darauf geachtet, dass die gleiche Schleifrichtung eingehalten wird wie beim Griff. Ich habe mich für eine Inox-Klinge entschieden. Ich dachte mir einfach, es soll ein Outdoor-Messer sein, da wäre es schön, wenn die Klinge ein bisschen rostträge ist. Carbonstahl braucht ja doch ein bisschen mehr Pflege. Ja, der ursprüngliche Holzgriff, der sich unter dem Aluminiumgleit befindet, der wurde in diesem Bereich verklebt mit dem Aluminium. Das hält wirklich richtig gut. Bis jetzt hat sich da überhaupt nichts gerührt. Ich habe den Kleber über einen Tag einwirken lassen. Diesmal habe ich mal Geduld bewiesen. Ja, und im Bereich unter der Blechmanschette, auf der der Viroblock läuft, habe ich das Messer mit Wachs versiegelt, ebenfalls gegen Feuchtigkeit. Das Messer ist bestimmt nicht wasserdicht, aber es ist ganz gut gewappnet. Also Feuchtigkeit wird ihm nicht so schnell was anhaben. Ja. Und jetzt zum eigentlichen Clou. Das Opinel Survival trägt den Namen ja nicht gänzlich umsonst. Wir haben hier diesen Hohlgriff, der durch den Schnellverschluss gesichert ist. Und da kann man sich ganz gut für bestimmte Situationen wappnen. Ich habe da mal was vorbereitet. Das sind die üblichen Verdächtigen. Die kennt ihr schon aus anderen Videos. Das ist wieder Pinzette, Nadel, etwas Garn. Passt hier ganz locker rein. Ein Feuerstahl. Bisschen Draht, eine Nadel und noch eine Nadel, eine Skalpellklinge, ein bisschen Klebstoff, Büroklammer, Sicherheitsnadel und ein kleiner Bleistift. Das passt alles locker rein, da würde noch einiges mehr reinpassen. Ja, einfach damit verschließen und alles ist schön. Zudem darf man nicht vergessen, wir haben hier diesen Paracord-Anhänger. Da habe ich ja letztes Mal ein Video drüber gemacht. Ja, ich öffne das hier mal.
Da gibt es nämlich noch ein ganz kleines Gimmick. Und zwar habe ich hier drunter noch ein Opinel Nummer 2 versteckt. Ja, gut. Das wollte ich euch mal zeigen. Das war es dann auch schon. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann wünsche ich euch alles Gute, ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Eure Chaos Werkbank.